bin der Manuel Schad von SOS Sports. Heute sind wir live aus Rovaniemi, Finnland, Lappland. Mit dabei der Co-Moderator, der Arthur, King Arthur. Ich habe hier Haufen, jetzt mal minus 17, minus 18 Grad. Deshalb begleitet ihr mich mal schnell in die Sauna. Mit meiner netten Frau und meinen zwei süßen Kindern. So, jetzt müssen wir zur Wassertonne auch noch. So. Gehen wir einmal ums Haus rum. Das sind hier die Alltagsfahrzeuge. Man sieht, das Auto ist zugeknallt. Hier ist die Wassertonne, bei der ich mich nachher aufwärmen werde. So, also was mache ich hier? Familienurlaub und ich übe das Schneemobilfahren, denn der Marco, den ich euch gleich vorstellen werde, der hat mich zu meinem ersten Schneemobilrennen angemeldet. Und das ist am Samstag. Als wir gelandet sind, haben wir dann am nächsten Tag schon mal die erste Tour auf der Motorradstrecke gemacht. Ich sag euch, das ist mal was ganz anderes wie Motorradfahren. Das Allerschlimmste ist das Gas. Das geht mit dem Daumen, wie beim Quad, da muss ich mich dran gewöhnen. Und wo das Schneemobil ist, da schauen wir jetzt mal hin. Wir suchen das mal. Nur zur Erklärung, bei Marco, das kann man mieten, da kann man wohnen, das ist lapplandbike.com, denke ich. .com, fragt man dann gleich. Und ich habe den Marco kennengelernt, als ich mit dem Jörg auf dem Weg zum Nordkap war. Du musst aufpassen, dass du das Mikro nicht zuhältst, ne? Wenn du das seitlich hältst. Ja. Und hier unten wohnt der Marco, da ist die Sauna und hier ist die Heilige Halle, seine Werkstatt. Servus. Servus. Mal 30 Grad wärmer, ne? Ja. So. Ich mach das Tor zu. So, jetzt darf ich Ihnen noch vorstellen, der Marco. Grüß dich. Also Hallo. kennengelernt haben wir uns vor 3 Jahre. 3 Jahren war das auf unserer Nordkap-Tour. Und vorher hast du uns immer schon ein wenig verfolgt, was wir so machen Ja, und wo wir so rumbürsten. Und hier in seinem Etablissement, da sind schon einige Helden abgestiegen. Wer so im Gästebuch blättert, der sieht so einige, die so auf Weltreise unterwegs sind. Wie bist du auf die Idee gekommen, mit Motorrädern rumzumachen? Es ist ja eigentlich viel zu kalt hier. Ja, schon, aber das kommt von eigenen Hobby her. Ja, tun wir mit den Motorschütten arbeiten, aber im Sommer ist mehr hobbymäßig. Aber wir vermieten auch die Motorräder, halt, weil wir nur 600 Kilometer entfernt von Nordkap sind. Also die Idee war, dass halt Leute hier hinfliegen würden und dann weiter zum Nordkap hier mit unseren Leihmotorrädern fahren würden. Aber täuscht euch nicht, die 600 Kilometer können ganz schön lang werden. Also wir hatten richtig Spaß dann aufwärts, bloß heimwärts, da wollt ihr die KTM nichts mehr. Aber das kann ich ja mal verlinken im Video, ne? Also da hatte ich mir ein Feuerzeug, einen S-Bit-Kocher gewünscht, um die einfach warm zu machen. Ne? Aber ich habe einen ganz anderen Auftrag diesmal. Ja. Ich will nicht zum Nordkap fahren, sondern Das ist meine Maschine, das ist meine Rennmaschine. damit fährt er Rennen. Das ist ein Classic Racer, ne? Ja, Baujahr 97, 500 Kubik. Der ist luftgekühlt. Geh mal rein mit der Kamera. So wie nennt sich Technikporn? Der Technikbahn, genau. Da hüben ist der Ventilator, da kommt die Luft rein. Der sieht ein bisschen so wie so ein Trabi-Motor aus. Das stimmt.
Und den fährst du am Den Wochenende? fahre ich. Der hat ungefähr so 65, 70 PS. Okay, und welchen darf ich fahren? Du fährst ein bisschen ein Stück größer bist. Du fährst die Rennmaschine. Die hat vor 2 Jahren die 90er über 500 Kubik-Klasse gewonnen. Dann hast du sie geschenkt gekriegt, oder wie? Nee, ein Kumpel von mir. Oder ist geliehen, oder? der Schlitten gehört mir halbe. Also die Hälfte gehört von mir. Und der hat keine Angst, wenn ich das Ding kaputt mache? Nee. Der setzt diesen Winter aus. Also das fährt nicht. Und der sitzt dann vom Fernsehen, das wird nämlich live übertragen, Ja. das Rennen. Wo wird das übertragen? Und den Link können wir über YouTube. Geht das. YouTube Stream live. So, So sieht dann die Waffe aus. also das ist leicht Kevlar. Ist alles so leicht gemacht wie möglich. Also ein bisschen schon rennmäßig. Wer denkt, dass eine Auspuffbirne cool ist, ne? Der hat sich geschnitten, ne? Da sind gleich 3 Birnen drin. Die Greasy Triples nennt man die. Also mit Geil. und so ein Dreizylinder hat der schon, denn der Sound ist schon. Also Also ich habe es so gemerkt, das hier ist für die Beschleunigung. Wenn man das zieht, dann geht das Ding vorne hoch. Also kann man mit dem Flugzeug vergleichen, ne? Ja. Der gleiches Baujahr, der hat 70 PS, der weiße, und der hat so 145 bis 150 PS. Und wer unsere Videos verfolgt hat, mit dieser BMW hat er uns in Schweinfurt besucht. Und die Tochter. Mit der Tochter drauf, genau. Mit der Cecilia. Bis zu euch musste man immer schieben. Danach hat es einen neuen Anlass ergeben und ein paar kleine Reparaturen, die nötig Paar waren. Ne? andere Kleinigkeiten. Ja, Fabio, jetzt kommt die komische Frage, wie viele Minuten haben wir? Wir haben gerade 7 Minuten. Das ist irre, wie die Zeit rumgeht. Ich mach's mal spannend. Wer will, der kann das Video demnächst anschauen. Mein erstes Schneemobilrennen. Ich kann das hier nur empfehlen. Ich werde einen Link setzen auf seine Seite. Guckt nicht so, wie die Seite aufgebaut ist. Das ist nicht wichtig, sondern was es hier alles gibt. Ne? Weil das ist kein Tourismusverband, ne? Sondern hier kann man sich einmieten. Ne? Ja. Ja, das ist immer der Unterschied. Ne? Wenn ich auf irgendwelche riesen Seiten schaue, dann heißt das nicht, dass ich im besten Land bin. Ne? Hier unten ist gleich der See, da sind wir heute drüber gebrettert. Im Winter Fluss. richtig, der Fluss, da sind wir heute drüber gebrettert, das war richtig geil. Wir haben den deutschen Soldatenfriedhof angeschaut, wir waren beim Weihnachtsmann, da gibt es auch ein Video schon mit dem Jörg zusammen. Diesmal mit der Familie, werde ich nicht so viel öffentlich machen. Und zum Endurofahren im Sommer ist es sicher auch geil. Ich danke dir, dass du Danke. mir die Möglichkeit Kitos. gegeben hast, dich zu besuchen. Ne? Kitos, ja. Liked ihn in Instagram, Facebook, TikTok und wo auch sonst. Ihr könnt mir ja auch ein Like geben, macht die Glocke an, da oben rechts. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Bleibt am Ball. Wir haben am Samstag unseren Spaß. Das Video muss der Johannes schneiden, dass es ein wenig spannender wird als das Live-Video. Vielen Dank fürs Zuschauen und drückt mir die Daumen. Bis dann, euer Manuel Schad von SWD Sports.